Wie oft hast du heute schon Entschuldigung gesagt? 3-mal, 5-mal? Vielleicht sogar dafür, dass dich jemand anderes angerempelt hat? Oder einfach nur, weil du eine Frage gestellt hast? Kommt dir das bekannt vor? Dann bist du damit nicht allein. Aber vielleicht steckt etwas ganz anderes dahinter, als du denkst. Warum wir das tun? Die meisten von uns denken, ich bin eben höflich. Und Höflichkeit ist etwas Schönes. Aber wenn wir uns ständig für Dinge entschuldigen, für die wir eigentlich gar nichts können, dann ist das oft gar keine bewusste Höflichkeit mehr. Es ist ein Automatismus. Unser Gehirn bewertet nämlich ständig, habe ich gerade etwas falsch gemacht? Die Schwelle, ab wann wir das Gefühl haben, uns entschuldigen zu müssen, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Stell dir dazu 2 Rauchmelder vor. Der eine schlägt erst Alarm, wenn es wirklich brennt. Der andere piept schon, wenn der Toast ein bisschen zu dunkel geworden ist. Genauso kann es auch in unserem Kopf sein. Manche Menschen haben einen inneren Rauchmelder, der schon bei Kleinigkeiten Alarm schlägt. Ich habe jemanden kurz unterbrochen. Ich stelle eine Frage. Ich brauche Hilfe. Sofort meldet sich das Gehirn. Dafür solltest du dich lieber entschuldigen. Das bedeutet nicht, dass du unsicher bist. Und auch nicht, dass mit dir etwas nicht stimmt. Vielleicht ist dein innerer Rauchmelder einfach empfindlicher eingestellt. Und das ist keine Schwäche. Vielleicht hat dein Gehirn irgendwann gelernt, lieber einmal zu viel entschuldigen als einmal zu wenig. Und mit jedem Entschuldigung hoffen wir unbewusst auf ein kleines Alles gut. Vielleicht zeigt genau das, dass nicht die Situation das Problem ist, sondern der Alarm, den sie in uns auslöst. Den Rauchmelder neu einstellen. Die gute Nachricht ist, dein Rauchmelder muss nicht ausgebaut werden. Manchmal reicht es schon, wenn er lernt, den Unterschied zwischen Feuer und angebranntem Toast zu erkennen. Natürlich ist nicht jede Entschuldigung unnötig. Wenn wir einen Fehler gemacht haben, gehört ein ehrliches „Es tut mir leid" dazu. Aber wenn Entschuldigung zu deinem Standardwort für ganz normale Alltagssituationen geworden ist, lohnt es sich, den eigenen Rauchmelder einmal genauer anzuschauen. Beim nächsten Entschuldigung frag dich einfach, war das gerade wirklich ein Feuer oder nur ein angebrannter Toast? Wenn es nur Toast war, probiere einmal etwas Neues. Statt Entschuldigung, dass du warten musstest, sag Danke, dass du gewartet hast. Statt Tut mir leid, dass ich so viele Fragen stelle, sag Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Oder statt Entschuldigung, dass ich störe. Frag einfach, hast du gerade 2 Minuten für mich? Du entschuldigst dich nicht weniger, weil du unhöflich geworden bist. Du entschuldigst dich weniger, weil du besser unterscheiden kannst, wann eine Entschuldigung wirklich nötig ist. Mit der Zeit wirst du merken, du brauchst das beruhigende Alles gut. Von außen gar nicht mehr, weil du deinen Alarm selbst schon richtig eingeordnet hast. Fazit. Vielleicht geht es gar nicht darum, dich seltener zu entschuldigen. Vielleicht geht es darum, wieder zu erkennen, wann eine Entschuldigung wirklich nötig ist. Denn nicht jedes Piepen bedeutet, dass es wirklich brennt. Manchmal hat dein innerer Rauchmelder einfach etwas zu früh Alarm geschlagen. Und vielleicht hörst du beim nächsten Entschuldigung einfach einen Moment in dich hinein. Brennt es gerade wirklich? Oder piept nur dein innerer Rauchmelder?